Am Dienstag ist es soweit. Das erste DLC von Assassin's Creed Odyssey, Legacy of the First Blade, beziehungsweise das Vermächtnis der ersten Klinge kommt raus. Ob sich das Ganze für euch lohnen könnte und ob sich der Season Pass im Allgemeinen nochmal für euch lohnt, klären wir dann jetzt gemeinsam. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich gespannt auf das erste DLC. Jetzt am 4. Dezember 2018 kommt es raus als erste Episode quasi, die uns hier weiter in der Story voranbringen wird. Das ist nämlich eine Story-Erweiterung aus dem Bilderbuch. Das erste DLC, Legacy of the First Blade heißt es, ist eins von 2 DLCs, die ihr im Season Pass erhaltet. Das zweite ist dann eben The Fate of Atlantis, das Schicksal von Atlantis, bei dem wir dann eben wieder in Atlantis unterwegs sind und da noch irgendwas klären. Was das genau ist noch unklar, aber jetzt das erste wird einfach eine standardmäßige Story-Erweiterung. Ich muss sagen, generell wird es sich höchstwahrscheinlich für euch lohnen, einen Season Pass zu kaufen. Das kann man abschließend natürlich erst sagen, wenn beide DLCs draußen sind, wenn man alle Inhalte wirklich begutachtet hat und danach kann man dann entscheiden, okay, das hat sich gelohnt oder nicht. So ein Season Pass ist immer so ein Vorschuss an Vertrauen. Aber dieses DLC, darum soll es jetzt primär gehen, was ihr vielleicht noch darüber wissen wollt oder solltet, bevor ihr es dann tatsächlich kauft. Es ist eine Story-Erweiterung und diese Story-Erweiterung ist aufgeteilt in 3 Episoden. Also 3-mal nacheinander, alle 6 Wochen kriegen wir neuen Content. Wie viel das ist, steht noch in den Sternen. Das ist leider nicht bekannt. Es könnte sein, dass wir dann 3-mal eine Stunde an Content haben. Es könnte aber auch sein, dass wir 3-mal 2 Stunden haben. Mehr, würde ich ehrlich gesagt schätzen, kriegen wir nicht. Das ist nur eine Schätzung. Also bedenkt das bei eurem Kauf. So, das ist jetzt kein Richtwert, aber ein Erfahrungswert. Ich erinnere mich noch an Assassin's Creed Origins und das erste DLC The Hidden Ones. War ein super DLC, hat total viel Spaß gemacht, war eine super Story. Aber gameplaymäßig war das nicht viel Content. Es war guter Content. Deswegen meiner Meinung nach auch den Preis wert. Aber es war einfach nicht so viel, wie man hätte erwarten können. Ich habe mir im Vorhinein wirklich Gedanken gemacht, was kommt da auf uns zu in diesem DLC damals in Origins. Hab's wirklich Mindmaps erstellt, gesponnen, was passiert jetzt? Wird Bayek eine Schule gründen, Assassinen ausbilden und im Endeffekt war es halt eine kleine Story. Und das ist auch das, was ich hier dann erwarte. Diesen Erfahrungswert nehme ich einfach mal mit und übertrage den hier auf Odyssey. Wir werden eine kleine Story-Erweiterung von 3 bis 6 Stunden mutmaßlich zumindest bekommen. In der ersten Runde werden wir dann in Makedonien unterwegs sein. Das ist auf jeden Fall schon fix. Wir haben die Gegend schon ein bisschen begutachten können. Makedonien ist auch wirklich leer in Assassin's Creed Odyssey. Und deswegen steht es eigentlich schon fest, das wird da stattfinden. Im Trailer vom ersten DLC sieht man schon einige Sachen. Zum Beispiel, dass wir gegen die Unsterblichen kämpfen werden. Vielleicht aber auch mit den Unsterblichen. Ganz so klar ist das natürlich noch nicht und er hat noch nicht alles gespoilert, was man hätte spoilern können. Ich habe auch schon mal ein kleines Video, wo ich mir den einfach nur angeguckt habe und meine ersten Gedanken dazu geäußert habe, rausgehauen. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Link dazu in der Infobox. Generell sieht das DLC relativ brutal aus. Ich vermute auch, dass wir einen kleinen Zusatz für unser Schiff kriegen, also in der Hinsicht auch eine Content-Erweiterung, denn ich habe gesehen, es gibt so persisches Feuer, hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass es so heißt. Ich nannte es damals einen Flammenwerfer aus dem Schiff raus. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert hat damals. Wahrscheinlich ist es irgendwie mit Öl oder Pech, was dann eben daraus katapultiert wurde mit hohem Druck passiert, dass dieses Feuer dann feindliche Schiffe entzündet hat. Auf jeden Fall eine sehr geniale Waffe und ich würde mich freuen, wenn wir das kriegen, das ausprobieren können. Also bestätigt schon, es wird Schiffskampf-Content geben und es wird halt den standardmäßigen Odyssey-Land-Content geben. Ich persönlich muss sagen, dass es mir auf dem Land auch wirklich viel mehr gefällt als auf dem Wasser. Das Wasser ist für mich in Odyssey so eine Art Minigame. Es ist eine nette Erweiterung, bringt Abwechslung rein, aber es ist kein guter Content in dem Sinne, sondern einfach nur eine kleine Erweiterung, ein kleiner Bonus zu dem, was wir sonst so machen. Und der Fokus liegt da hoffentlich auch wirklich auf dem, was wir auf dem Land entdecken. So, es geht darum, dass wir Dareios treffen. Dareios ist ja der Besitzer der ersten versteckten Klinge. Und das bedeutet, wir haben hier auch den Bogen zu Assassin's Creed in Assassinenform, sage ich mal. Viele sagen ja immer, es ist kein Assassin's Creed mehr. Jetzt haben wir wirklich auch die versteckte Klinge. Das war ein Manko, was sehr, sehr viele gestört hat. Assassin's Creed ohne versteckte Klinge ist kein Assassin's Creed. Das haben wir jetzt. Dieser Bogen wird gespannt über Dareios. Das Besondere ist, dass wir am Anfang auf jeden Fall gegen Dareios kämpfen. Ich bin mal gespannt, in welcher Form sich das dann aufklärt, ob es sich überhaupt aufklärt oder ob wir
ihn wirklich dann auch am Ende besiegen, weil er vielleicht zu abgehoben ist, weil er zu so einem Selbstjustiz ausübenden Rächer wird oder so. Könnte alles drin sein, auf jeden Fall. Oder wir agieren dann am Anfang gegen ihn aus irgendeinem Missverständnis und gemeinsam kämpfen wir dann gegen die Perser, die da anscheinend dann einfallen. Zeitlich passt das, glaube ich, dann nicht ganz so gut. Es wurde ja auch gesagt, zum Beispiel, dass Dareios mit der versteckten Klinge den Perserkönig Xerxes umgebracht hätte. Zeitlich passt Xerxes natürlich besser zur Schlacht an den Thermopylen und die wissen wir ja, ist schon längst gelaufen. Wir haben ja mit Leonidas schon das Intro gespielt, zwischendurch mal noch ein bisschen was an Cutscenes gesehen. Das ist auf jeden Fall schon durch. Deswegen mal schauen, wie sich das herausstellt. Vielleicht drehen die auch so ein bisschen die Geschichte auf den Kopf. Auch da vielleicht ein Historiker, der uns ein bisschen mehr zur Zeitlinie erzählen könnte. Lebte Xerxes zu dieser Zeit überhaupt noch? Und können wir das hier in diesem DLC erwarten? Weil ich muss sagen, grundsätzlich finde ich es schon wichtig, das unterzubringen, denn es war ja auch ein Key-Feature in Origins, beziehungsweise eine Schlüsselaussage in Assassin's Creed Origins, als Aya eben sagte, hier diese Klinge Bayek, die wurde benutzt, um den Perserkönig Xerxes zu töten. Das ist die erste versteckte Klinge, pass auf deine Finger auf. Was auch natürlich auffällt, ist, dass die versteckte Klinge von Dareios auf dem Handrücken ist und nicht unten, wie bei den anderen Assassinen. Er trägt die auf jeden Fall auf dem Handrücken und hat so eben seine Finger behalten. Bayek hat das Ganze umgedreht und dann Pech gehabt. Ich bin gespannt zu sehen, warum die Position so geändert wurde. Vielleicht wissen das auch einige von euch schon. Gibt es da einen wirklichen Hintergrund? Ist die Position auf dem Handrücken einfach schlechter zu handhaben? Kann sein, dass es über irgendwelche Muskelstränge dann nicht so gut aktiviert werden kann. Ich meine, die versteckte Klinge ist generell eine Fiktion, aber trotzdem. Vielleicht gibt es dazu ja schon Theory Crafting. Also die versteckte Klinge wird eine zentrale Rolle spielen. Auch Dareios wird eine zentrale Rolle spielen in diesem ersten DLC, was eben alle 6 Wochen seine Episoden neu veröffentlicht, aber natürlich auch nochmal eine neue Geschichte. Die Geschichte auf dem Weg zur Gründung der Assassinen. Das ist auch wieder ein guter Bogen zum Thema eigentlich und zur Begründung, warum das hier noch Assassin's Creed sein könnte, beziehungsweise meiner Meinung nach ist klar, es ist ein bisschen spät an der Stelle, muss man einfach sagen, das in Form eines DLCs erst reinzubringen. Die wirkliche Connection ist natürlich schade. Wobei ich muss sagen, ich hatte die wirkliche Verbindung einfach auch schon über die ISU. Wir haben ja wirklich einiges nochmal erfahren, gerade nochmal in der Gegenwartsstory und da gab es etliche Twists. Wer da noch nicht ist, ich will euch nicht spoilern, aber das war schon cool. Das war auch mal eine Gegenwartsstory, die sich besser anfühlte als die letzte in Assassin's Creed Origins. Und vielleicht sehen wir hier im DLC auch noch was dazu, aber ich erwarte ehrlich gesagt nichts an Gegenwartsgeschichte im ersten DLC, sondern wirklich nur Griechenland pur. Im zweiten DLC übrigens auch, aber das ist jetzt nicht das Thema. Bin ich mir einfach nicht sicher. Es könnte was Cooles sein, dass man eben langfristig auch Spaß daran hat, aber es könnte auch nervig sein, dass man sich dann denkt, okay, ich will jetzt endlich weiter zocken, was soll das, warum warte ich hier 6 Wochen? Es ist halt so mit Serien auch im TV immer so, dass das natürlich einen auch hypt, aber auch dann eben stört, wenn man eben gerne den Serienmarathon hätte, wenn man eben gerne einfach mal einen Tag frei hat und sich denkt, jetzt zocke ich das DLC durch, dann ist schon nach 1-2 Stunden Schluss. Ist natürlich eine traurige Geschichte. Aber mal gucken, wie sich das denn herausstellt. Ich will da erstmal urteilen, wenn ich es dann wirklich erlebt habe und auch den Cut erlebt habe, an dem dann eben wahrscheinlich die Story nicht weitergeführt wird für 6 Wochen, wird ziemlich sicher ein heftiger Cliffhanger. Meiner Meinung nach kann das natürlich nochmal das Diskussionspotenzial und so weiter von diesem Spiel extrem erhöhen. Da gehe ich ziemlich sicher von aus und ich bin gespannt, wie sich das aufs DLC auswirkt. Vielleicht werden wir auch mehr Quantität, also mehr Content insgesamt auf die Zeit gestreckt kriegen, wenn wir eben hier so 3 Episoden haben. Könnte passieren, könnte aber auch genau das Gegenteil rauskommen. Man weiß es halt noch nicht und deswegen kann man auch zum Season Pass jetzt noch nicht abschließend sagen, ob es sich lohnt, habe ich ja am Anfang kurz angesprochen. Ich persönlich habe den natürlich schon gesichert, einfach um euch hier mit dem Content zu versorgen. Generell muss ich auch sagen, DLC-Politik ist cool, aber die Armor-Packs, die gefallen mir nicht ganz so gut. Also eine Rüstung designen, sie dann aus dem Spiel zu nehmen und dann für Geld anzubieten, ich weiß ja nicht. Könnte sein, dass sie auch vorher designt wurden. Könnte sein, dass sie auch extra nur zum Verkaufen designt wurden. Spielt im Endeffekt aber auch keine Rolle, weil so ein Spiel, klar, muss Geld einbringen, aber 15 € oder so für eine Rüstung und ein Pferd
ist schon happig, Ubisoft. Auf jeden Fall, da solltet ihr vielleicht nochmal nachschauen, ob das die Leute überhaupt so wollen, ob die das überhaupt kaufen. Aber in der Regel wird natürlich das angeboten, was gekauft wird und deswegen scheint das auch wirklich von euch wahrgenommen zu werden. Schreibt doch das gerne mal in den Chat, beziehungsweise hier in die Kommentare rein, ob ihr auch diese Armor Packs alle kauft. Ich habe da schon mal eine kleine Umfrage zu gemacht, da kam so eine rege Beteiligung raus, deswegen haut da gerne nochmal in die Tasten. Ich bin sehr gespannt, welche ihr euch auch geholt habt. Ich habe zum Beispiel das Pegasus Pack geholt und das spartanische Überläufer-Set. Dann habe ich mir noch ein paar Waffen geholt, einfach weil ich die Perks brauchte, um eben die beste Skillung des Spiels zu erstellen, beziehungsweise das beste Bild des Spiels. Ich würde mich wirklich freuen, euch dann hier am Dienstag zu einem Livestream auf meinem Kanal begrüßen zu können. Sobald ich zu Hause bin, sobald dieses Spiel draußen ist, wird das hier gezockt auf meinem Kanal im Stream. Den werde ich nachher natürlich nochmal online stellen und dann vielleicht auch noch ein paar weitere Videos dazu raushauen. Am Dienstag kommt übrigens auch noch Just Cause 4 raus. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich auch nochmal mein Video dazu anschauen. Ich habe es schon gestreamt, weil ich freundlicherweise einen Key zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen Dank auch nochmal an Square Enix an der Stelle, auch wenn das in diesem Video völlig fehl am Platz ist. Ich wollte die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um einfach mal Danke zu sagen für all den Support von euch, den ich hier kriege, gerade auf meinen Assassin's Creed Content. Das scheint hier wirklich viele zu interessieren und ist auch eine super spannende Sache. Deswegen, ich liebe es, diese Inhalte zu erstellen und freue mich, dass ihr da so lange noch am Ball bleibt. Generell scheint dieses Spiel ja auch immer relevanter zu werden. Man merkt es in den Steam-Bewertungen, die steigen immer nach oben. Das wird immer positiver. Auch das Feedback von euch unter meinen Videos zu den Updates von Assassin's Creed ist durchweg eigentlich relativ positiv. Ein paar sagen immer, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr, ich bin eh schon durch. Oder sagen, folgende Glitches sind neu da, folgende Bugs sind neu da. Aber der Konsens der Allgemeinheit ist wirklich, dass sich dieses Spiel zum Positiven entwickelt und immer besser wird. Und das ist auch eine Sache, die Ubisoft damit hundertprozentig geplant hat. Denn sie planen ja diesen Wechsel von einem Actionspiel zu einem vollen Rollenspiel. Und Odyssey ist einer der Testkandidaten neben Origins. Und der dritte Teil der Trilogie Odyssey, Origins und dann vielleicht, weiß ich nicht, Assassin's Creed Empire. Ich weiß, Origins hieß testweise erstmal so, übergangsweise, aber der Name könnte ja trotzdem noch vergeben werden. Das Ganze wird einfach eine RPG-Serie sein und das ist die Entwicklung, die wir hier beobachten. Odyssey ist einfach ein extremer Testkandidat. Jetzt probieren die alles aus, verbessern alles, nehmen euer Feedback auf und im dritten Spiel wird das dann halt RPG pur. Meine Einschätzung und ziemlich sicher so. Ich glaube, dazu gab es sogar von Ubisoft ein Statement, meine ich zumindest zu wissen. Suche ich vielleicht nochmal raus oder vielleicht kann der Dom mir da auch weiterhelfen und mir nochmal diese Aussage bestätigen oder falsifizieren. Da wäre ich dir sehr dankbar für. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video zu Assassin's Creed. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnart.